Ich zeige euch heute mein Rezept für Spritzgebäck und ich verspreche euch, ihr werdet begeistert sein. Spritzgebäck muss knusprig sein und genauso ist es auch. Schön knusprig, aber nicht zu hart. Und was wir dafür brauchen, ist 500 Gramm Mehl, 250 Gramm wirklich weiche Butter, 300 Gramm Zucker. Ich nehme nicht den ganz feinen, sondern eher den etwas gröberen Zucker. 2 Päckchen Vanillezucker. Ein richtig fetter Teelöffel Backpulver. Und Ei. Und zwar ist das ein ganzes Ei und 2-mal Eigelb. Der Teig ist ziemlich fest, deshalb habt ihr im besten Fall eine Küchenmaschine. Ansonsten nehmt ihr einen Handmixer oder knetet mit der Hand weiter. Ich gebe jetzt als allererstes die Butter in die Schüssel und die Eier. Und das Ganze verrühre ich jetzt erstmal auf leichter Stufe. So, und jetzt gebe ich den Zucker dazu, Vanillezucker und das Backpulver. Und jetzt fülle ich nach und nach das Mehl dazu. Erstmal ungefähr die Hälfte. Und jetzt gebe ich den Rest dazu. Jetzt kontrolliere ich, dass am Boden kein Mehl mehr ist. Ja, da ist alles weg. Und lasse den Teig jetzt noch mal gut 2, 3, 5 Minuten kneten. Der Teig ist jetzt ungefähr 5 Minuten durchgeknetet. Sieht jetzt so aus. Und jetzt decke ich ihn ab, stelle ihn in den Kühlschrank und der Teig muss jetzt wirklich richtig hart werden. Und dann verarbeiten wir den Teig zusammen. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Ich habe den Fleischwolf schon mal aufgebaut und der Teig war jetzt ungefähr 2, 3 Stunden im Gefrierfach. Der ist fest und genauso muss er sein. Ihr braucht, um diesen festen Teig zu verarbeiten, braucht ihr einen Fleischwolf. Ansonsten bekommt ihr Probleme, den Teig zu verarbeiten. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt diesen Teig auch ausrollen und ausstechen. Geht genauso wunderbar und schmeckt genauso lecker wie als Spritzgebäck. Dann fülle ich jetzt mal den Teig ein. Der Teig muss richtig fest sein. Oh, der könnte sogar noch fester sein. Ich muss den wirklich richtig fest hier reindrücken. Und solange ich den Teig jetzt verarbeite, stelle ich den hier wieder in den Kühlschrank. So, und jetzt drehen wir ihn durch den Wolf. So, der Teig ist so feste, dass ihr ihn so abreißen könnt. Ja, ist ein alter Tisch, der quietscht schön. So, erste Blech ist fertig. Und was ich jetzt mache, bevor ich das Blech jetzt in den Ofen schiebe, decke ich es ab und stelle es auf den Balkon. Der Ofen ist jetzt vorgeheizt auf 180 Grad. Die habe ich so lange auf dem Balkon stehen lassen. Die sind richtig fest und die sollen uns, wie gesagt, im Ofen nicht zerlaufen. Und die schiebe ich jetzt für 10, 15 Minuten, schiebe ich die jetzt rein. Die Plätzchen sind jetzt fertig. Das Blech stelle ich jetzt sofort wieder auf den Balkon. Ich hoffe, man sieht das.
dass da der Zuckerkristall zu sehen ist, dass da die Zuckerkristalle zu sehen sind. Die sind jetzt ein bisschen abgekühlt und die sind ganz knusprig. Ich hoffe, man hört das. Boah, die sind so lecker. Und dann mache ich jetzt das zweite Blech.